Oh ja, hey, zum Glück bin ich heute noch Gummistiefel kaufen. Voll geil. Willkommen bei einem neuen Video. Ich bin heute hier bei den Rheinfall Dirts, kleinen Dirtpark in der Nähe von Schaffhausen. Gerade beim Rheinfall, den ihr vielleicht im Intro gesehen habt von der Drohne, sieht man hinten dran den Rheinfall. Der das Ganze hier am Leben, also zum Leben erweckt hat, ich glaube, es gibt es schon länger, oder? Ja, es gibt schon länger, aber der jetzt das unterhalten tut und die Leute mobilisieren tut, um auch mal schaufeln und nicht nur fahren. Ja. No dig, no ride, du weißt, es läuft. Und ja, am besten erklärt er das auch jetzt mal selber. Am geschicktesten gehen wir alle Lines mal durch und er wird da jetzt das mal erklären, wie das so läuft und wie die Rules sind, oder? Es gibt auch da Rules. So ist es. Also, wir laufen gerade nachher mal hinter an den Start und führen euch zuerst durch die grossen zwei und beim Ritterweg können wir den Tables kurz anschauen miteinander. Genau. Gute Sache, let's go. Ja. Wir stehen gerade am Start von der Rheinfall Dirts bei unserem schönen Logo. Eine schöne Startrampe, die auf die grossen zwei Linien zugeht. Aber die grossen zwei Linien die sind abgeschlossen. Zum einen aus Sicherheitsgründen, das sind relativ grosse Sprünge. Zum anderen halt auch, weil es sehr viel Pflege braucht, abgedeckt müssen werden, gewässert bevor dem Fahren. Das ist halt einfach. Wer schon mal auf Dirtjumps war, der weiß das. Da bei uns gilt halt einfach, wenn es nass ist, dann fahren wir halt dann einfach nicht. Schoner sind auch nicht die schlechteste Idee. Und ja, mithelfen ist das Thema. Ohne Handarbeit geht dahin halt einfach nicht. Ja. Auf der linken Seite sind die grossen Dirts wirklich mit der, also gross, die meisten sagen wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so gross, aber zumindest die mit einem Gap drin, wo du wirklich musst können springen, dass du drüber kommst. Rechts davon sind so ein bisschen tablemäßige, alles Gap. Das nicht zerstört ist schon der Trail. Ja, scheiße, Mann. Ich mache alles kaputt. Da ist ja, zwei bisschen flächere. Warum laufen wir gerade mal schnell dran vorbei? Das ist eine gute Sache. Eben da kannst du auch mal ein bisschen zu kurz kommen. Also es verzeiht dir ein bisschen mehr dahinter, oder? Also eben zu sagen ist auch, es funktioniert nicht nur mit BMX und 26 Zoll Dirtjumper, sondern ich fahre da auch mit meinem Santa Cruz 5010, also so Downcountry, wie man heute neusprachlich sagt. Oder halt auch, ich bin mit dem Enduro da auch schon drüber gesprungen, also es funktioniert wirklich. Okay. Und ihr seht, die Distanz ist etwa gleich, wenn du dann über Tables kommst, dann weißt du, jetzt kannst du eigentlich an die herantasten. Also es war immer so, die Tables dann geschafft haben, haben es dann auch über die anderen geschafft. Du siehst auch von dieser Distanz, der ist eigentlich fast sogar länger wie der, aber der ist natürlich mehr Höhe. Das ist etwa ein Sweet Spot 4 Meter, oder? Ja. Dahinter aber ist nicht länger. Nein, definitiv nicht. Hast einfach mehr Höhe, oder? Mehr Höhe und steiler, genau. Und das ist jetzt so, dass die Linie da auf den Sprung zusammenkommt. Dass da dann eben beide Linien zusammenkommen und das dann wirklich da dann auch. Also du kannst eben auch, wenn du die Tables mal hast, dann wirklich die an die Dirtjumps antasten. Also eben, wenn du da die zwei kleineren gemacht hast, geht es da dann richtig los auf die grossen, he? So ist es, genau. Da ist dann halt langsam klassisch Dirtjump, das ist ein bisschen hitmäßig, auch ein bisschen Bowl, dass du ein bisschen schräg kannst reinspringen, weil eben nicht beide Linien schön gerade drauf zukommen. Schön breit Platz. Und dann da, ihr seht, die Arbeit ist noch voll im Gang. Machen wir jetzt gerade noch den Absprung. Das ist glaube ich der steilste. Ja, den machen wir auch noch ein bisschen, dass er wirklich steil und kurz ist. Dass du da dann genug Platz hast. Und den machen wir noch ein bisschen kürzer, oder was? Ja, da, die Dreck sind immer ein bisschen hinten. Jetzt ist es ein bisschen zu weit vorne, dass er einfach auch ein bisschen höher kommt. Dass du wirklich schön kannst raufziehen und einen schönen Trick raushauen. Ja. Von den Tricks sind wir noch weiter weg, aber wir probieren es. Ja, das ist bestehend, das funktioniert. Wenn wir auch den Absprung noch ein bisschen neu machen, ein bisschen steiler, wahrscheinlich auch ein bisschen weiter retour, weil halt einfach jetzt ein bisschen schneller kommst, seit wir umgebaut haben. Da eine schöne lange Landung. Zum Speed mitnehmen? Speed mitnehmen in eine schöne lange Kurve, die auch noch ein bisschen Liebe braucht, wie ihr seht. Ja. Aber auch da bist du dann eigentlich, wenn das Zeug liegt, bist du noch schnell mit der feinen Arbeit durch. Ja, wir bauen jetzt im Moment halt schon noch ein bisschen safe, weil du musst ja schauen, dass du wirklich mit dem Tempo durchkommst. Ja. Und dass dann lieber geht es auf und es ist noch nicht... und du baust es grösser, weil du das alles musst kleiner bauen. Genau. Da ein Race-Sprung. Da haben wir jetzt gerade und ich gesagt, das ist wahrscheinlich eben noch schlau, wenn du es auffüllst, dass man da auch durchsurfen kann, Tempo machen, entweder springst ja, dass du eine Welle machst, das könntest du manuellen oder kannst du auch doublen, oder? Genau. Je nachdem, wie schnell du kommst. Und ein weiterer Dirtjump, der ein bisschen leicht tipp ist, aber auch eigentlich recht weit springen und dann auch in den letzten Sprung hier. In den Final Jump, he?
So ist es, wo dann auch leicht links rumgeht. Wo dann der Weg retour ist. Ja. Um dann retour rollen. Je nachdem, wie schnell dass man dann da irgendwann ankommt, ist dann schon der Plan. Vielleicht machen wir ein bisschen Pumptrack-Retour. Aber man muss dann halt auch immer schauen, wie du vorher gesagt hast, dass wir nicht ineinander fahren bei den Tables. Und wir uns jetzt auch noch schön anschauen. Ja. Da gibt es die, die noch nicht so gerne Gaps springen, oder? Für das hat es da eine schöne Table-Line, finde ich sehr cool. Und die Namensvetter ist der einzige, der im Moment gerade fleissig ist auf dem Trail. Während wir am Rumlabern sind. Das liegt am Namen, das sind die Fleissigen. Ja, das ist so ein bisschen der dritte von den Dirts. Den machen wir jetzt eben gerade auch noch ein bisschen steiler, dass er auch da eben eher zum Trickjump wird. Ja. Die vorher sind eher ein bisschen... Aber eben das bleibt alles Table, hä? Ah, bleibt Tables, No ja. Gaps. Keine Ahnung, Dani, wie hoch willst du ihn noch machen? Ja, gut. Nein, bleibt so, genau. Okay, perfekt. Der ist von der Länge her nicht mega, aber den probieren wir aus, ein bisschen steiler machen, dass du eben kannst üben Ja. aufziehen oder halt auch, dass du schön drüber kommst oder rädeln, dass du auch kannst mit dem Hinterrädchen das Tempo machen. Der ist eher ein bisschen länger, den machen wir dafür auch flach. Dass da die es noch nicht so gewöhnt sind, spickige Absprünge machen, dass du dich antasten kannst, dass du halt einfach überall Also, dass du eigentlich mit ein bisschen Speed kannst fahren und dann nachher genug Speed hast, um ihn nachher Ruhe zu ziehen. Genau, dass du einfach die noch nicht so gut springen, doch auch verschiedene Möglichkeiten haben, um das Team zu springen. Da kommst du oben runter, da kommt der Startsprung, also den Startturm tun wir jetzt noch verbreitern, dass du auch hier einen schönen Roll-In hast, dass du gemütlich hier rollen und nicht musst pedalieren und schon aus dem Gleichgewicht bist. Und das ist wirklich einfach super easy, da kannst du drüber. Ja, cool. Die werden auch immer offen sein im Vergleich zu den anderen, wo wir jetzt hier wirklich mit Kette zumachen. Und dann nächstes Jahr ist das Ziel, dass Mittwochabend eigentlich fix immer jemand da ist, wenn schön Wetter ist auch. Also, dass man wirklich immer da, Mittwochabend. das ist so der Plan im Moment, ja. Aber halt auch, wenn es schön ist, auch am Wochenende und so. Wir haben ja eben da, für da haben wir den Instagram-Kanal, um dort auch drüber kommunizieren. Und das ist jetzt, wenn man mal außerhalb der Öffnungszeiten die Grossline fahren. Dann am Du kannst besten... dich auf dem Instagram-Kanal melden, Am oder? besten, ja. Oder eben halt, wir haben auch einen WhatsApp-Chat, da tun wir den Namen auf Instagram, dass man sich dort eintragen kann. Aha, okay. Dass es dort drüber läuft, ja. Cool, ja, super. Können wir dich ja den Namen dazu nehmen? Ja, mega. Und wie sieht es aus mit der Öffentlichkeit? Mit irgendwie Spenden, QR-Code, wo man kann irgendetwas dazu beitragen kann, wenn man will? Und Gute Frage. Also wenn man so einen Bagger mietet und so, dann bleiben die meisten Kosten im Moment an mir hängen. Aber ich schreibe dann einfach einmal in den Chat, hey, wer mag spenden, die spendet. Und, ja. Oder da ein laminiertes Ding mit einem QR-Code, freiwillige Spende. Müssen wir noch einen 3D-Druck anwerfen, genau, und einen QR-Code machen. Gute Idee, Dani. Ja, machen wir so, ja. Hey. Genau, einfach, Nichts gibt es nicht, also weißt du? Ja. Aber am liebsten haben wir schon einfach, wenn jemand kommt, helfen. Ja. Wenn das Material Das ist ist schon da, viel wert. ist, haben wir mehr davon, weil dann steht das Zeug und alle haben ein bisschen Freude daran. Und die Sprünge machen einfach mehr Spaß, wenn man selber dran geschaufelt hat. Auch, Das ne? ist ja so, ja. Gell? Das ist ja so. Das ist ja so. Ja, dann würde ich sagen, ist das mal ein sehr schöner Einblick. So eine vage Vermutung, wann es etwa fertig ist? Gut, das Wetter, es hängt am Wetter, oder? Es muss einfach trocken sein. Ich meine, ihr habt es gesehen, es braucht nicht mega viel Arbeit. Wenn du mal 2-3 Leute bist, dann schaffst du so einen Sprung fertig in 2-3 Stunden locker. Also von dem her... Aber der Regen ist das Problem. Also es sieht jetzt mega nass aus, aber da ist da hinten im Winter immer, oder der Boden ist gesättigt. Sobald es ein bisschen wärmer wird und so, ist da hinten trocken. Und dann haben wir aber genug Wasser auch in den Becken, um eben dann auch das Ganze wässern. Ja. Also wenn wir die Glück haben und es ein schöner März wird, dann März, April sind wir da hinten auch schon gefahren. Ja. Okay, cool. Sehr gut. Aber bis dann müssen wir noch ein Ja, also, das heisst. Und wenn es dann offen ist, merci mal, dann hören wir jetzt auf und fangen an zu schaufeln. Geil, schön bist du da, Dani. Ja. Let's go. Let's go! Digging in the dirt. 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 Let's dig together. Yeah. Let's go. Seht ihr das mal hier? So sieht das nachher alles I'm aus. digging in the dirt. Ja, es hat mittlerweile angefangen zu regnen. Aber scheißegal. Schön. Richtig schön.
Aber ja, ich glaube, das war es für heute mit dem Schaufeln. Es ist mega anstrengend, also es braucht da schon ein bisschen Zeit. Aber ja, ich hoffe, wir haben einen kleinen Einblick bekommen, was da entsteht und was da Cooles entsteht. Und eben ja, wie immer sind immer helfende Hände willkommen. Man hat Instagram-Seite, wo ihr euch informieren könnt. Die tue ich hier unten schnell einblenden. Und sonst ja, merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Merci vielmals. Ciao zusammen. Digging in the dirt. Riding for dirts. Schaffhausen, yeah.